Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir nehmen heute einen Engel. Ach, jetzt war mein Sternenlicht so schön ruhig. Jetzt drehe ich ihm mal den Ton ab. Ne, ich lege es jetzt gleich mal zur Seite, sonst wird es wieder nichts hier. Ihr habt hier einfach 2 Engelbotschaften für euch persönlich. Und dann schauen wir mal, was der Tag so mitbringt für uns. Ach, ich habe hier eine Sauerei liegen. Ich hab's gleich. So. Ja, wir haben das 3. Haus. Das ist ein Haus des Elementes Luft. Und das 11. Haus, ebenfalls ein Haus des Elementes Luft. Geht vielleicht heute speziell um die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Wir haben unsere eigenen Hoffnungen, Träume und Wünsche. Und wir haben das Thema Kommunikation und Umgebung für uns. Dann schauen wir, was die Karten mitbringen für heute. Für das Kollektiv. Möglicherweise geht es heute darum, dass wir Entscheidungen treffen müssen, dass wir vor die Wahl gestellt werden, dass wir eine Option nutzen. Da wir hier Hoffnungen, Träume und Wünsche haben, kann es sein, dass es sich um etwas handelt, was eben hier aus diesem Gebiet betrifft. Ne? Ja, und es sind hier Wege aus der Verstrickung raus. Ne? Vielleicht auch Wege, wo man gemeinsam mit jemand geht oder wo man so ein, weil hier haben wir 2 Personen, ne, wo man so eine Situation auch verlassen will, die sich nicht gut anfühlt. Das Thema Treue, Freundschaft und Loyalität kann hier mit einspielen. Möglicherweise tauscht man sich hier auch aus mit der Umgebung, Freunde, Kollegen. Möglicherweise, ich sage immer möglicherweise, weil es immer viele Szenarien gibt, hat man ja auch den Wunsch, irgendeine ungute Situation zu verlassen. Oder man stellt sich vor, dass der Weg, auf dem man ist, oder wenn man was Neues macht, dass das vielleicht auch wieder nicht so das Richtige sein könnte. Also nenn es, wer die Qual hat, hat die Wahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Um Gottes Willen. Ja, im Unterbewusstsein liegen hier schon die Neubeginne drin. Ich muss die Kamera ein bisschen korrigieren, sonst habe ich hier keinen Platz. Es kann ja auch wirklich etwas sein, was ihr als Kind euch gewünscht habt, ne? Dieses Ding, was waren denn die Kindheitsträume? Wo hat mein Weg dann eine andere Richtung genommen, dass es speziell um sowas geht? Ich weiß noch, als ich Kindergartenkind war, wollte ich immer Kindergärtnerin lernen, so hieß es eben früher, ja. Also wenn ich da gefragt wurde, was möchtest du mal werden, habe ich immer gesagt, Kindergärtnerin. Und das hatte den Grund, weil die Kindergartentante, so hieß es früher tatsächlich, es war dann die Tante so und so, die Tante so und so, und die hat mir so gut gefallen und eigentlich war das der Grund. Und
Ich habe dann später ein Praktikum gemacht in einem Kinderzentrum. Also das, was man so im Laufe der Schule macht. Und ich hatte so einen Schock. Ne? Ich hatte so einen Schock, denn da waren wirklich schwerkranke Kinder. Und ich habe schon am ersten Tag gemerkt, du wurdest da reingeschmissen. Ich hatte keine Ahnung von nichts und war ziemlich überfordert mit allem. Und nach diesem Praktikum war mir klar, das ist nichts für mich, das schaffe ich nicht. Da hätte ich vielleicht auch schon kommunizieren sollen, ne? Dass das nicht okay ist, dass ich jetzt hier stehe und allein gelassen werde und nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Hier können berufliche Einflüsse tatsächlich eine Rolle spielen. Die haben wir hier im Haus der Vergangenheit. Es kann also schon sein, dass man hier etwas revidiert oder mehr zu seinen Träumen formt, das mit der Vergangenheit zu tun hatte, mit einem beruflichen Weg in der Vergangenheit und dass man sich in der näheren Zukunft da irgendwo ein bisschen rausnimmt oder im kleineren Bereich etwas anders gestaltet. Möglicherweise hat man hier auch das Gefühl, mit dem Turm immer auch so dieses, ich muss alles alleine wuppen, an mir klebt sehr viel. Ja, hier haben wir das 11. Haus und hier haben wir die Träume, Wünsche und Sehnsüchte, die in unserem eigenen Haus liegen. Also das kann schon ein Tag sein, wo man auch reflektiert und drüber nachdenkt, wo habe ich vielleicht einen Weg eingeschlagen, den ich nochmal revidieren will oder wo ich nochmal woanders hin will, wo ich mir was ermögliche. Ist mir die Kerze umgefallen, hier spukt's. Und hier kommt Klärung und Gutes aus dem Umfeld. Ja, also Dinge, die von außen auf einen zukommen, sind hier unter einem guten Stern. Das Außen spielt eine Rolle, deshalb kommuniziert hier auch, ne? Damit ihr den Input kriegt, den ihr hier braucht. Der ist sehr klärend, der steht hier unter einem guten Stern und da kann man auch seine Visionen wieder vergrößern. Man hat vielleicht hier Hoffnungen und Ängste, dass bei dem neuen Kapitel, das man hier beginnen will, vielleicht noch ein bisschen Wissen braucht oder dass es sehr mit Lernen verbunden ist. Oder dass es eben noch viele Dinge gibt, die noch nicht klar sind. Aber hier kommt Klärung vom Außen, ne? Ja, und da nimmt etwas Fahrt auf, was dann auch in der Zukunft hier gute Früchte einbringt und wo man Hindernisse gut umgehen kann. Wenn ihr nicht arbeitet, es wird ja immer mokiert, dass ein oder andere nicht arbeitet. Es sind die Dinge, an denen man arbeitet oder in die man etwas investiert. Es könnten hier Familienthemen sein oder überhaupt Entscheidungen zu treffen, ne? Man schiebt ja auch manchmal gerne was hin oder glaubt nicht mehr an seine Träume und Wünsche. Es kann ja auch etwas sein, was ihr in der Vergangenheit schon mal anvisiert oder machen wolltet einfach, ne? Und dann wieder verworfen habt. So, dann wählen wir mal. Ich nehme rechts. Ich wollte es hier gerade noch sagen, hier ist auch so das Spirituelle dabei, ne? Die Sterne stehen für die Astrologie und auch für die Spiritualität und es kann ja in diesem Bereich auch sein, dass ich da etwas nach vorne bewegen will. Und hier haben wir direkt auch schon Akasha und auf der Karte steht, du bist ein spiritueller Lehrer, das heißt, du kannst irgendetwas weitergeben aus deinem Erfahrungsschatz. Und du bist befähigt, andere zu beraten oder ihnen zu helfen. Oder auch ihre eigenen Gaben zu erkennen. Ne? Und hier haben wir das vom kleinen Engelchen
Man ist nicht perfekt, aber glücklich. Hier ist das Kleeblatt, da ist ein Blättchen rosa statt grün und alles ist gut, ne? Also die Einzigartigkeit, die jeder hat, ist hier auch das Erfolgsrezept. Und auf der anderen Seite haben wir, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, das haben wir hier, ne? Dieses Wissen, diese Erfahrung, das ist schon in uns drin. Es ist nur diese Befürchtung, dass es vielleicht zu viel sein könnte oder zu viel noch, das man noch nicht weiß. Aber das ist ein Trugschluss hier, ne? Ja, nochmal, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Was bringt dein Herz zum Hüpfen? Hier wird ja gesagt, höre auf dein Herz, und hier darfst du dir dann überlegen, was genau ist es denn, was dein Herz aufblühen lässt. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.